Ja, Väter sind stärker engagiert in der Familie. Das fängt schon an bei der Geburt des Kindes. Sie sind bei der Geburt in der Regel dabei. Das war in früheren Generationen nicht so. Im Krankenhaus waren Männer früher gar nicht erwünscht bei der Entbindung. Und ja, wenn sie interessiert sind, wollen sie auch den Säugling, das Baby mitpflegen, wobei sie natürlich einen biologischen Nachteil haben. Das Kind ist schon 9 Monate mit der Frau zusammen gewachsen und in den ersten Monaten eines Kindes können Väter nicht mit Müttern konkurrieren. Sie haben einen biologischen Nachteil, den sie langsam aufholen können, wenn sie das wollen. Sie können immer mehr zum Assistenten der Mutter werden und vielleicht später dann auch zum Teilhaber, in dem Sinne, dass sie wirklich geteilte Elternschaft praktizieren mit der Mutter. In der Phase fühlen die Männer sich sehr oft verantwortlich für das, was wir im Deutschen Nestbau nennen. Also oft wird eine neue Wohnung angemietet oder gekauft. Es geht darum, das Kinderzimmer einzurichten. Viele Männer sind handwerklich engagiert, bauen vielleicht ein Kinderbett. Es geht natürlich auch darum, der Frau Sicherheit zu verschaffen auf ökonomischer Ebene, dass also klar ist, dass das auch ökonomisch funktioniert. Und es geht auch um die emotionale Begleitung der Partnerin. Ich halte auch sehr viel davon, wenn Männer mitkommen zu den Geburtsvorbereitungskursen. Das heißt nicht, dass sie da jede Übung mit dem Atmen mitmachen müssen, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, sondern es geht um das Signal, ich begleite dich bei der Schwangerschaft und wir stehen da zueinander und die Anwesenheit bei der Geburt ist in der Beziehung ein wichtiges Symbol, glaube ich. Ja, das, was ein Kind braucht, ist ja erstmal nicht geschlechtsspezifisch festgelegt. Also Väter können im Prinzip alles, was Mütter können, außer stillen. Und auch das kann man ja mit Abpumpen und mit Flasche machen. Jetzt gibt es eher eine Bewegung in Deutschland, dass Stillen wichtig ist zur Stärkung des Immunsystems. Von daher ist auch das ein biologischer Nachteil der Männer, dass sie eben nicht stillen können, aber alles andere, alle anderen Versorgungstätigkeiten, also Wickeln, Laufen lernen, Bewegungsspiele, all das können Männer natürlich genauso gut wie Frauen. Es gibt da keinen biologisch erklärbaren Unterschied zwischen den Geschlechtern. Also sehr wichtig ist, dass die Mütter die Männer machen lassen. Dass die Mütter Vertrauen haben zu den Vätern. Es gibt dann manchmal diese Geschichten, der Mann kommt nach Hause und die Frau drückt ihm den schreienden Säugling in die Hand, jetzt bist du dran. Oder wenn das Kind schreit, ist der Vater schuld, weil er es falsch macht. Also ist, glaube ich, sehr wichtig, dass die Mütter den Vätern signalisieren, du kannst das genauso gut wie du, vielleicht kannst du sogar bestimmte Dinge besser. Also ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich mein Kind sehr gut beruhigen konnte, weil ich da nicht so aufgeregt war, weil ich das entspannter angegangen bin. Aber das ist natürlich bei jedem Paar unterschiedlich. Es ist jedenfalls wichtig, dass die Partner, die Partnerinnen sich gegenseitig vertrauen und die Leistung des anderen anerkennen, dass er auch was beiträgt zu der gemeinsamen Familie.